Warum brauchen wir zwei Zeiten für eine Vergangenheit? Ist Deutsch wirklich so schwierig? Wieso haben wir Perfekt? Wieso haben wir Präteritum? Genau das lernen wir in diesem Video. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. In diesem Video lernen wir die zwei wichtigen Vergangenheitsformen der deutschen Grammatik. Perfekt und Präteritum. Was ist der Unterschied? Genau das versuchen wir in diesem Video zu verstehen. Also, wir warten nicht und starten. Perfekt versus Präteritum. Herzlich willkommen. Wir lernen es wieder kurz und knapp. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema und ich hoffe, dass du mit voller Konzentration dabei bist. Also, starten wir. Was ist perfekt? Was ist Präteritum? Genau das versuche ich dir anhand dieses Zeitstrahls zu erklären. Starten wir hier. Wir sind jetzt im Jahre 2025, also wir können auch heute oder jetzt sagen. Genau. Grammatisch nennen wir das Präsens oder Gegenwart. Was ist aber mit dieser Zeit? Also, diese Zeit ist gestern. Also, es ist quasi fertig. Die Aktion oder die Handlung ist abgeschlossen. Diese Zeit können wir im Präteritum ausdrücken, aber auch im Perfekt. Aber was ist dann der Unterschied? Wann benutze ich Perfekt? Wann benutze ich Präteritum? Genau das schauen wir uns jetzt an. Was ist der Unterschied zwischen Perfekt und Präteritum? Das ist wirklich ganz einfach zu beantworten. Perfekt sprechen wir viel in unserem Alltag. Also, wenn wir mit Freunden, mit Familienmitgliedern und so weiter sprechen, benutzen wir Perfekt. Und Präteritum schreiben oder lesen wir viel. Also, wenn wir ein Buch lesen oder eine Geschichte vorlesen, dann lesen wir viele Verben im Präteritum. Das ist auch wirklich der größte Unterschied. Gut, es gibt aber auch natürlich grammatische Unterschiede und wir machen jetzt eine kleine Mini-Wiederholung zum Thema Perfekt. Wir sprechen viel im Perfekt und wir lesen viel im Präteritum. Das ist auch der wichtigste Unterschied. Aber es gibt auch grammatische Unterschiede, die ich dir jetzt gleich an der Tafel zeige. Bevor wir aber zu den Unterschieden kommen, mache ich noch eine kleine Mini-Wiederholung zum Thema Perfekt. Perfekt ist wichtig, den Link findest du hier. Wir gehen an die Tafel. Wie bilde ich das Perfekt, also die Satzstruktur? Wie immer habe ich jetzt hier für dich eine Formel hingeschrieben, mit dem du perfekt bilden kannst. Schauen wir uns das mal kurz an. Personalpronomen, also Subjekte, Pronomen, erste Position. An der zweiten Position steht oder stehen meine Hilfsverben. Wir haben zwei Hilfsverben, haben oder sein. Dann haben wir Zeit, Ort, Objekt und am Ende sitzt mein G, also Partizip 2. Wie du siehst, die Kombination von haben oder sein als Hilfsverb plus Partizip 2, also G, ist perfekt. So bilden wir perfekt. Zu diesem Thema habe ich auch 2, 3 Videos gemacht. Den Link findest du hier, wenn du es mal wiederholen möchtest oder neu lernen möchtest. Machen wir jetzt ein paar Beispiele zu dieser Struktur für perfekt. So, du siehst, hier ist unsere Formel und nach dieser Formel machen wir jetzt ein paar Beispiele. Ich habe gestern zu Hause Spaghetti gekocht. Du siehst, mein Hilfsverb haben und mein Partizip 2, also ge. Ich habe gekocht. Ein zweites Beispiel mit Hilfsverb sein. Er ist letzte Woche nach Madrid gefahren.
Auch hier siehst du zweite Position, mein Hilfsverb sein und hier mein Partizip 2. Genau nach diesem Prinzip kannst du Sätze in Perfekt bilden. PP Position 1, Hilfsverb Position 2, Zeit, Ort, Objekt und Partizip 2. Gut, machen wir weitere Beispiele. Ich habe Brot mit Marmelade gegessen. Also Hilfsverb habe, Partizip 2. Er hat die Wohnung geputzt. Oder wir sind nach Italien gefahren. Ich mache einen kurzen Stopp. Du fragst dich bestimmt, hier haben wir haben und hier haben wir sein. Genau den Unterschied kannst du hier unter diesem Link auch anschauen und nochmals wiederholen. Beispiel 4. Ich bin heute spät aufgewacht. Das waren auch die wichtigsten Beispiele erst einmal zu Perfekt. Das war jetzt eine kurze Wiederholung zu Perfekt. Du solltest Perfekt gut lernen, da wir auch viel im Perfekt sprechen. Jetzt machen wir aber weiter mit Präteritum. Präteritum hat einmal regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben. Wir starten mit den regelmäßigen. Präteritum, regelmäßige Verben. So, hier habe ich jetzt mal Personalpronomen und hier habe ich jetzt mal zwei Verben. Und hier habe ich die Regel für meine regelmäßige Verben im Präteritum. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Das Verb lernen. Also, ich habe schon mal geschrieben, ich lernte. Du siehst, im Präteritum machen wir immer ein T, wie du siehst. Genau. Und so einfach können wir dann Präteritum bilden. Ich mache jetzt mal für du und er, sie, es ein Beispiel. Was machen wir? Wir können dieses en wegmachen und schreibe jetzt einfach mal du lern oder er, sie, es lern. Gut. Was machen wir allerdings bei du? Wir machen hier Test dran. Also schreiben wir du lerntest. Und schon haben wir Präteritum. Machen wir weiter mit er, sie, es. Er, sie, es lernte. Also schreiben wir te. Ich mache jetzt mal Stopp, denn du siehst, bei ich konjugieren wir das ich lernte. Bei RCS sagen wir auch das Gleiche. Also RCS lernte. Das solltest du wissen, dass ich und RCS gleich konjugiert werden. So, für all anderen habe ich mal schon mal vorgeschrieben. Du kannst gerne hier einen Stopp machen und dir diese Konjugationstabelle anschauen und lernen. Gut, machen wir ein paar Beispiele. Er spielte den ganzen Abend Piano. Wir kochten damals oft eine Gemüsesuppe. Oder sie hörte als Kind oft Kindermusik. Ich arbeitete selten an den Wochenenden. Du siehst, im Präteritum bei regelmäßigen Verben machen wir einfach ein T dazu. So einfach können wir die regelmäßigen Verben lernen. So, jetzt sind wir bei den unregelmäßigen Verben. Hier kann ich dir leider nicht viel weiterhelfen. Diese unregelmäßigen Verben musst du einfach lernen. Dennoch versuchen wir oder zeige ich dir die wichtigsten unregelmäßigen Verben und die Konjugation. Präteritum, unregelmäßige Verben. Im Präsens ist kommen, kam im Präteritum. Fahren ist im Präteritum fuhr. Essen ist aß, lesen ist las, schreiben ist schrieb. Also, das musst du ganz einfach lernen. Am besten schreibst du dir das gleich auf und versuchst sie jeden Tag anzuwenden.
Machen wir weiter mit der Konjugation. Hier habe ich wieder meine Personalpronomen und wir konjugieren das folgendermaßen. Hier ist wieder wichtig, ich und er, sie, es, ja? Du wirst es gleich sehen. Ich kam, du kamst, er, sie, es kam. Also ist gleich, ja? Erste Person und die dritte Person konjugieren wir gleich. Alles andere konjugieren wir normal. Wir kamen, ihr kamt, sie kamen. Das gleiche machen wir dann auch hier. Ich fuhr, du fuhrst, er, sie, es fuhr und so weiter. Machen wir ein paar Beispiele. Er kam sehr spät nach Hause. Als Kind aßen wir oft Nutella. Sie fuhr mit dem Auto nach Freiburg. Ich las in der Schule viele Bücher. Alles unregelmäßige Verben. Gut, jetzt haben wir Präteritum auch gelernt. Wichtig ist, dass du die regelmäßigen und unregelmäßigen Verben gut lernst. Es gibt auch in der deutschen Sprache einige Verben, die immer oder sehr oft im Präteritum benutzt werden. Welche Verben es sind, schauen wir uns jetzt an. In der deutschen Sprache haben wir auch Verben, die immer oder oft im Präteritum benutzt werden. Also manche Verben benutzen wir nur im Präteritum oder auch sehr oft. Ich habe jetzt hier ein paar wichtige geschrieben. Also die Hilfsverben haben und sein benutzen wir sehr gern im Präteritum. Also ich habe, ich hatte. Ich bin, ich war. Ganz wichtige zwei Verben. Auch die Modalverben benutzen wir sehr gern im Präteritum. Also können, konnten, müssen, mussten, wollen, wollten, sollen, sollten, dürfen, durften, aber Achtung, möchten sagen wir oder haben wir im Präteritum nicht. Hierfür benutzen wir wollten. Und andere Verben, die wir sehr oft im Präteritum benutzen, sind zum Beispiel denken, dachten, wissen, wussten, finden, fanden, kennen und kannten. Also, da sind schon sehr viele Verben. Du kannst gerne hier wieder einen Stopp machen und diese Verben schon mal gut lernen. So, jetzt machen wir noch einen Vergleich zwischen Präteritum und Perfekt. Ich kam nach Hause, Präteritum. Oder ich bin nach Hause gekommen, ist im Perfekt. Theoretisch sind diese Zeiten identisch. Er fuhr zur Arbeit oder er ist zur Arbeit gefahren. Oder sie lernte Spanisch, sie hat Spanisch gelernt. Also ich persönlich finde Präteritum sehr elegant, es ist schön, es ist auch wichtig, grammatisch das zu lernen. Es gibt auch sehr spezielle Situationen, wo sich Präteritum vom Perfekt grammatisch unterscheidet. Aber das ist jetzt wirklich sehr viel Detail und wir wollen einfach erst einmal Deutsch lernen. Da sind wir schon bei den Hausaufgaben. Gut. Also, die Aufgabe ist, unten findest du 5 Sätze im Präsens. Schreibe die Sätze in Perfekt und im Präteritum. Also, diese 5 Sätze kannst du gerne einmal im Präteritum schreiben und einmal im Perfekt. Der Vergleich wäre für dich wichtig, damit du das auch gut unterscheiden und gut lernen kannst. Ich freue mich, wenn du die Hausaufgaben machst und unten in die Kommentare schreibst. Präteritum und Perfekt sind gleich, zumindest was die Zeit angeht. Also beide signalisieren die Vergangenheit. Ich hoffe, dass du in diesem Video den Unterschied zwischen Perfekt und Präteritum verstanden hast. Falls du Fragen hast, schreib deine Fragen unten in die Kommentare und mach
wie immer deine Hausaufgabe. Ich sage Danke und Tschüss.